Hallo Freunde, sehr oft hört man die Meinung, dass das gefährlichste Lebewesen der Welt der Mensch und in manchen Situationen ist. Es ist schwer, dem zu widersprechen, wozu er fähig ist. Ein Mann, der zur Verzweiflung getrieben wird und nichts zu verlieren hat. Viele Menschen erinnern sich an die verfilmte Geschichte des Vietnamkriegsveteranen John Rambo, Rambo 1 Blut, mit Sylvester Stallone in der Hauptrolle, der kein Unrecht erlitt und der Staatspolizei selbst den Kampf ansagte. Unsere Geschichte unterscheidet sich von der des Autors. David Morrell ist echt. Es ist in keiner Weise schlechter als der berühmte Blockbuster. Bevor wir zur eigentlichen Rache von Marvin, dem Himalaya-Spiel, übergehen. Es lohnt sich, zunächst einen kurzen Hintergrund zu diesem Konflikt zu geben. Marvin lebte in der Stadt Granby in Colorado, die nur 2000 Einwohner hat. Der Hauptberuf war Schweißer. Er hatte eine eigene Werkstatt, in der er Autos und andere Geräte reparierte. Damit verdiente er im Grunde seinen Lebensunterhalt. Die Werkstatt der Kriegsveteranin Marvina grenzte auf einer Seite an die Mountain Pack Zementfabrik. Die Betriebsleitung beschloss, das Territorium durch den Bau einer weiteren Technologielinie zu erweitern. Dies erforderte den Zukauf benachbarter Grundstücke, die bald aufgekauft wurden. Nun ja, fast alle. Die einzige Ausnahme bildete der Posten des Ex-Soldaten. Darüber hinaus gibt es zwei Versionen des Geschehens, die jedoch zum selben Ergebnis führen. Eine Version besagt, dass die Leitung des Werks dem Mann $250.000 für sein Land angeboten hat. Er schien zunächst damit einverstanden zu sein, begann dann aber grundlos den Preis zu erhöhen. Zuerst auf $400.000 und dann auf 1 Million. Viele glauben jedoch, dass diese Version von der Familie, der das Werk gehört, im Internet veröffentlicht wurde, um den Ruf von Marvin Himmler zu schädigen. Laut der zweiten Version wollte Marvin sein Land überhaupt nicht für Geld verkaufen, das Werk brauchte das Land jedoch um jeden Preis, nachdem klar wurde, dass er den Bedingungen des Werks, eines großen Konzerns, nicht freiwillig zustimmen würde, begann, den Veteranen zu verfolgen, indem er die Korruption der lokalen Regierung ausnutzte. Wie bereits erwähnt, war die Stadt klein und alles in dieser Stadt wurde von der einflussreichen Familie Thompson geführt, mit der die neue Werksleitung tatsächlich verhandeln musste. Als dies geschah, war es der Anfang. Die Unruhestifter der Zeitung blockierten zunächst die Straße, die er benutzte, als er sich seiner Werkstatt näherte. Als Reaktion darauf beschloss Hymer, eine weitere Straße zu pflastern und kaufte dafür sogar einen alten Raupenbulldozer. Die Stadtverwaltung verweigerte ihm die Genehmigung zum Bau einer neuen Straße, woraufhin die Bank einen Fehler in einem zuvor vergebenen Hypothekendarlehen entdeckte. Sie drohte, ihm das Haus wegzunehmen. Mehrmals kamen die Steuer- und Feueraufsichtsbehörden sowie die Sanitärinspektion zu Martin, die eine Geldstrafe von $3.000 für das nicht angeschlossene Abwasserrohr in seinem Hoheitsgebiet verhängte. Und das, obwohl er überhaupt keinen Anschluss an die Kanalisation konnte, weil das Gelände, auf dem der Graben ausgehoben werden sollte, dem Werk gehörte und das Werk nicht in der Lage war, ihm eine Genehmigung zu erteilen. Infolgedessen musste er endlose Strafen zahlen und begann sogar irgendwann, Zettel mit dem Wort Feiglinge an seine Quittungen zu hängen und verbrachte dann mehrere Wochen am Stück ohne Pause. Sein Vater starb kurz darauf in seiner Werkstatt und Marvin wollte ihn begraben, doch während seiner Abwesenheit wurden ihm Strom und Wasser abgestellt. Der Mann versuchte, alle diese Entscheidungen vor Gericht anzufechten, aber natürlich ohne Erfolg. Damit schloss sich der Vietnamkriegsveteran für mehrere Monate in seiner Werkstatt ein, um sich an jedem zu rächen, der versuchte, es ihm wegzunehmen. Seine Handlung, 4.6.2004 Marvin Hymer vollendete seine Schöpfung, einen riesigen, leistungsstarken Bulldozer, der mit einer 12 mm Panzerung bekleidet war. Übrigens war er so in diese Rüstung gehüllt, dass es nicht einmal ein Fenster gab, durch das man auf die Straße schauen konnte. Stattdessen wurden am Bulldozer mehrere Kameras installiert, die das Bild auf einen Monitor in der Kabine übertragen. Es war wirklich eine Festung auf Rädern, in der Kabine selbst installierte er eine Klimaanlage, eine Gasmaske, einen Kühlschrank mit Vorräten an Lebensmitteln und Wasser aus dem Cockpit. Selbst nach dem Herausnehmen von 3 Gewehren von außen war es unmöglich, in die Kabine zu gelangen, da der Ex-Soldat selbst in die Kabine gelangte, bevor er mit einem speziellen Manipulator die Panzerung am Bulldozer anbrachte. Es ist leicht zu erraten, dass dies unmöglich war. Steigen Sie aus dem Bulldozer aus, aber Marvin hatte offenbar nicht vor, das zu tun.
4.6.2004 um 14 Uhr und 30 Minuten. Marvin begann seinen Racheplan. Zuerst fuhr er durch das Gelände des Werks, riss die Gebäude, die Leitung des Werks und überhaupt alles bis zur letzten Scheune ab. Danach zog der Mann durch die Stadt. Und er entfernte die Fassaden des Stadtratshauses, zerstörte das Gebäude der Bank, die ihn durch vorzeitige Rückzahlung der Hypothek unter Druck setzen wollte. Er zerstörte das Gebäude eines Gasunternehmens, das sich weigerte, seine Kochgasflaschen zu füllen, und versuchte, Propan-Butantanks mit Gewehren in die Luft zu jagen. Außerdem zerstörte er das Rathaus, das Bürogebäude der Stadtverwaltung und der Feuerwehr sowie mehrere dazu gehörende Wohngebäude, Bürgermeister und die städtische Polizeistation. Er zerstörte die Nachrichtenredaktion der Lokalzeitung, die Artikel gegen ihn veröffentlichte, und die öffentliche Bibliothek, die das Pech hatte, sich im selben Gebäude wie die Büros des Bürgermeisters zu befinden. Kurz gesagt, Marvin zerstörte alles, was mit den örtlichen Behörden zu tun hatte, einschließlich ihrer Privathäuser. Natürlich versuchten zunächst der örtliche Sheriff und seine Hilfskräfte mit Revolvern, den wütenden Mann aufzuhalten, aber selbst Schrotflinten scheiterten am Ende. Sofort wurden die örtliche Brigade und die Waldjäger vor einem militärischen Angriff alarmiert. Die Angreifer hatten Granaten und Jägergewehre bei sich, einer der Polizisten kletterte auf den Bulldozer und versuchte, eine Granate in den Auspuff zu werfen. Aber Marvin hat das vorhergesehen, als er vorher ein Gitter hineingeschweißt hat. Der Veteran selbst benutzte auch nach außen gerichtete Gewehre, und obwohl er sie hauptsächlich zur Einschüchterung einsetzte, erlaubte er dies dennoch nicht. Die Polizei nähert sich dem Bulldozer. Insgesamt erhielten, wenn man die Erschießungen der dort versammelten Jäger mitzählt, gut 40 Bulldozer mehr als 200 Treffer von Dienstwaffen. Kurz vor den Granaten wollte der Bürgermeister der Stadt die Nationalgarde herbeirufen, um einen Luftangriff auf den Bulldozer durchzuführen, doch die örtliche Polizei und damals noch die Staatspolizei rieten dem Bürgermeister wegen der Luft von diesem Unterfangen ab. Gewalt könnte die umliegenden Häuser zerstören, was die ohnehin schon kolossale Zerstörung noch verstärken würde. Große Hoffnungen wurden in die große Territorialbaumaschine gesetzt, doch der Bulldozer zerstörte sie ohne Probleme. Am Ende könne die Polizei nur dann die Anwohner evakuieren und die Straßen sperren, wenn es nichts mehr zum Verstreuen gäbe, so Marvin. Sie beschlossen auch, den kleinen Großhändler Gambols abzureißen, der sich weigerte, ihm Waren zu verkaufen, aber das war sein letztes Ziel, da die Bulldozer während des Abrisses Trümmer vom Dach stürzten. Am Ende endete Marvins Krieg mit 16:25. Sie traute sich nicht länger als 2 Stunden, sich der Polizei zu nähern. Zum Bulldozer fing sie dann an, ein Loch in die Rüstung zu bohren. Als die Rüstung geöffnet wurde, stellte sich heraus, dass Marvin auf keinen Fall ins Gefängnis gehen würde, also zog er bereits mit Hilfe einer Waffe in eine andere Welt, er wollte sich niemandem ergeben. Marvin Himmlers Rache verursachte einen Schaden in Höhe von 5 Millionen US-Dollar für die Stadt und 2 Millionen US-Dollar für das Kraftwerk. Nach 10 Tagen nahm die Anlage jedoch ihre Arbeit wieder auf und alles andere wurde umgebaut oder repariert. Bulldozer Heimeyer erhielt später den Spitznamen Killdozer. Die Regierung beschloss, ihn zu demontieren, um zu verhindern, dass er zu einer Art Symbol für verzweifelte Menschen wie Marvin wird, die beschließen würden, seine Tat zu wiederholen. Und das sind alles Freunde. Wenn Ihnen das Video gefallen hat, schreiben Sie einen Kommentar und wir sehen uns bald wieder.